Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Das heutige Video wird sehr dekadent werden. Wir werden uns mal ein bisschen was gönnen, ja, auch wenn es kompletter Money Waste ist. Allerdings hatte ich ja schon gesagt, wenn wir den Legendentitel geholt haben, dann wollen wir den auch dementsprechend ausstellen. Also werden wir uns heute das Regal holen. Ja, es ist schon lange überfällig, sag ich mal. Ich wollte es mir schon länger holen. Und das hier wird dem einfach nicht mehr so gerecht. Ja, es wird Zeit. Es wird Zeit für ein Regal-Upgrade und ja, dann werden wir da auch mehrere Figuren reinstellen und unser Ruhmesregal ein bisschen aufwerten. Ja, wir haben ja hier in der Ehrenhalle, in der Ruhmes-Ehrenhalle, haben wir ja hier einige Regale am Start. So sieht das unter anderem hier aus, wenn man ein bisschen durchklickt. Ein paar haben sich das geholt, ein paar haben sich das nicht geholt. Das ist natürlich jedem komplett selbst überlassen, ob man das sowas haben möchte oder nicht. Wie gesagt, am Ende bringt es einem 0,00 nichts. Man kann sich die Pilze auch dementsprechend sparen, aber ja, manche holen sich auch zum Beispiel den goldenen Rahmen, ne? Das ist ja auch vollkommen legitim. Und wir werden uns heute dementsprechend das Regal holen. Ja, und zwar müssen wir dazu einmal, wo müssen wir da hin überhaupt? Im Schwarzmarkt? Ist das auf dem Schwarzmarkt? Ja, ist das auf dem Schwarzmarkt. Okay, und wir haben hier 3 Ruhmesregale, ja, zwischen denen wir uns das aussuchen können. Es kostet 800 Pilze. Wir haben hier einmal das Geschnitzte, man kann hier auch so raufgehen und dann sieht man hier, wie das Ganze hier aussieht. Ne? Wir haben hier auch 3 Plätze mehr, normal hast du ja 3, hier haben wir 6 plus oben den Titel. Dann haben wir hier einmal das Regal des Schatzhüters, das sieht so aus, mein persönlicher Favorite und auch das, was ich mir holen werde. Und dann haben wir hier einmal das Royal-Regal, ja, für die Leute, die das hier besser finden. Ne? Ich muss sagen, am meisten hebt sich wirklich der Schatzhüter ab. Und deswegen werden wir uns das jetzt auch kaufen. 800 Pilze, rausgeschmissen aus dem Fenster. Ja, let's go. Okay, Kauf erfolgreich abgeschlossen. Der Inhalt des Artikels Schatzhüter wird hier gleich gut geschrieben. Okay, muss ich mir das erst noch in der Post abholen oder wie sieht das aus? Ich gucke mal hier rein. Okay, also hier ist noch nichts drin. Ja, ist jetzt auch das erste Mal, dass ich mir hier sowas hole. Ah, guck mal, warte mal, hier unten ist jetzt Verwalten. Jetzt haben wir hier die Option, wahrscheinlich das Regal auszusuchen. Ja, okay, gut, hier wird das Ganze, also man kann sich auch zwischen mehreren entscheiden. Man muss sich jetzt nicht für eins entscheiden, man kann sich wahrscheinlich auch alle 3 holen. Ne, ich denke mal, das funktioniert. Das eine sollte jetzt hier weggekauft sein. Ja, also man kann sich auch alle 3 holen und dazwischen variieren. Das wusste ich tatsächlich auch bis jetzt nicht. Aber dann stellen wir das mal aus. Und so sieht das Ganze aus, ja. Hier oben haben wir den Legendentitel am Start. Dann haben wir hier die 3 Zero Death Run Trophäen. Und jetzt können wir hier 3 neue hinzufügen. Ja, keine Ahnung. In die Mitte können wir ja, was weiß ich. Also habe ich tatsächlich hier unten noch die 3 Biertrophäen hinzuzufügen. Ja, wir haben jetzt hier die erste, oder haben wir schon die zweite eigentlich? Ich muss mal kurz gucken. Titel und Taten. So, die Biertrophäen, die sind mir besonders wichtig. Okay, die zweite haben wir fast. Ja, bierselig die dritte. Da brauchen wir dann nochmal 5000 Biere, die wir trinken müssen. Das ist für die Hardcore-Säufer unter uns. Ja, da gehöre ich aber sowas von rein. Wo haben wir denn die Biertrophäe hier am Start? Okay, die können wir jetzt einmal wählen. Dann haben wir die hier. Dann haben wir hier links, ja, können wir ja unsere Dungeon Master Trophäe eigentlich ausstellen. Die haben bisher noch nicht viele, deswegen, das ist auch relativ besonders. Und in die Mitte, ich finde das ja bei den Regalen oder beziehungsweise bei den Trophäen ganz gut. Die zählen halt den Fortschritt immer weiter. Das ist halt echt cool. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal angucken, welche Trophäe war das nochmal gewesen? Hier Goldgräber-Trophäe. Da sieht man zum Beispiel, hole Gold aus der Goldgrube deiner Unterwelt ab. Da sieht man deinen Gesamtfortschritt da unten. Und da sehen wir, dass ich jetzt seit Einführung der Medaillen hier 73 Milliarden Gold aus der Goldgrube geholt habe. Ja, da kann man sich auch untereinander messen. Andere haben wahrscheinlich auch schon deutlich mehr als ich, weil ich irgendwie mal zwischendurch ein paar Tage, oder was heißt paar Tage,
immer mal ein paar Stunden überlaufen lassen habe und das läppert sich natürlich mit der Zeit. Hier sieht man dann ganz gut, wie aktiv die Spieler dann wirklich sind und wie viel ähm, ja, Zeit dazwischen ist, dass die Goldgrube voll läuft und dass sie halt überläuft. So, ne? Also wer da rechtzeitig abholt, innerhalb von 10 Stunden ist das Ding ja vollgelaufen. So, ne? Manchmal gibt es da Tage und Situationen, auch bei mir, wo ich das nicht schaffe, mich alle 10 Stunden mal einzuloggen und dann läuft das mal kurz über. Das passiert, ja, und passiert mir leider ein bisschen zu häufig, deswegen, ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich nicht so gut dabei, aber naja, ist auch nicht so wild. Wir können uns, und das wird auch weiter gezählt, diese Trophäe hier einmal ins Regal stellen. Und zwar erhöhe die Summe deiner Basiswerte, Intelligenz, Ausdauer. Das gibt es übrigens auch für, ja, hier zum Beispiel die Trophäe Stärke und Ausdauer. Und für Geschick müsste das die sein hier. Also für Kundschafter und Krieger und sowas, denn wir sind ja Magier. Und auch hier sehen wir den Gesamtfortschritt. Und mein Gesamtfortschritt an Basispunkten beläuft sich auf 573.289 im Moment, was Intelligenz und Ausdauer betrifft. Da zählt jetzt nicht Glück und die anderen Nebenattribute rein, also das nicht, sondern wirklich nur, wie wir oben da sehen, Intelligenz, Ausdauer. Eigentlich das, was ich auch die ganze Zeit skille. Deswegen wählen wir die mal aus und stellen die in die Mitte. Ja, das ist jetzt erstmal so meine Wahl. Das wird, denke ich mal, nicht dabei bleiben, aber wir belassen es erstmal kurzfristig dabei und haben die hier ausgewählt, ne? Und dann sieht man hier ganz gut die Basispunkte, die ich festskill. Ich skill ja sowieso nur in Int und Ausdauer. Hier haben wir 3K, hier haben wir 3K, hier haben wir auch 3K Basispunkte einmal zum Anfang reingeskillt. Ne? Ansonsten geht halt alles in Ausdauer und halt Intelligenz und deswegen haben wir dementsprechend hier auch schon mehr als 500.000 Basispunkte gesammelt. Ne? Und das ja, können jetzt andere Spieler auch sehen, die in mein Regal schauen. Die können sehen, okay, wie viele Basispunkte hat der Dude schon insgesamt festskillt. Kann man sich natürlich auch hier zusammenrechnen, aber da ist es natürlich dann ein bisschen einfacher so, ne? Wenn man jetzt das hier sieht man hier ganz deutlich, jo, ich weiß nicht, wenn man jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel bei Robin hier, sehen wir zum Beispiel, okay, er hat hier schon über 3K Gegner besiegt in der Ehrenhalle hier seit der Einführung. Hat hier auch schon ein bisschen Steine gesammelt, so wie es aussieht hier. Ne? Und da sieht man einfach dann den Gesamtfortschritt und das ist eigentlich ganz, ja, ganz cool eigentlich so, ne? Für andere Leute da so einen kleinen Einblick zu erhalten, was die Leute hier so erreicht haben. Genau, so sieht das Ganze aus. Ja, und das ist es auch im Prinzip schon. Wie gesagt, wir werden noch dann ein bisschen unser Inventar bzw. das Regal ein bisschen switchen hin und her. Aber das Ruhmesregal wollte ich mir hier holen. Jetzt haben wir es. Jetzt wird auch hier der Titel schön gerecht, sag ich mal, dem, also ja, zu dem, was es ist. Wir könnten auch theoretisch, glaube ich, wieder auf das alte wechseln hier. Aber dann wären die anderen Dinge auch wieder raus. Also wir lassen das natürlich drin. Haben es ja nicht umsonst gekauft hier zum Flexen. Und genau, hier sieht man übrigens auch beim Bier den Gesamtfortschritt, wie viele Biere wir schon getrunken haben hier. Und auch hier beim Dungeon Master sehen wir, dein Gesamtfortschritt beläuft sich hier auf 2600 Dungeons, die ich schon insgesamt in dem Game besiegt habe. Ne? Und wenn wir jetzt irgendwie weitergehen im Sandsturm oder so, dann wird die Anzahl hier natürlich auch erhöht, genauso wie die Zero Death Runs. Ne? Also wenn ich noch weitere Zero Death Runs farmen sollte, was ich wahrscheinlich machen werde, dann sieht man auch hier den Gesamtfortschritt auf meinem Account. Momentan habe ich jetzt seit der Einführung hier 9 Stück, die ich hier gemacht habe und ja, das ist auf jeden Fall auch was, da habe ich irgendwie Bock drauf, den Gesamtfortschritt hier weiter voranzubringen. Das ist irgendwie ein cooler Flex und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Deswegen werden wir beim nächsten LD auch ein bisschen reingehen und dann mal gucken, wie viele wir da so zusammenkriegen dann. Ne? Ja, genau, so sieht das Ganze aus. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr euch so ein Ding auch mal gegönnt habt oder ob ihr sagt, nee, das brauche ich jetzt nun absolut nicht. Das kann ich auch wirklich zu 100% nachvollziehen. Es bringt halt nichts großartig so, aber ja, mein Gott, ich wollte es haben und habe ich mir jetzt mal gegönnt.
Und ich finde, es sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, ob es jetzt die Pilze wert ist, natürlich jedem selbst überlassen, ne? Gut, aber das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.